Hallo im Deutschland-Kameraden, willkommen bei Folge 2, Thema Sicherheit. Wenn ihr Kurva Folge 1 nicht gesehen habt, dann guckt hier oben und dann guckt ihr erst dieses weiter, okay? Gut. In den Kommentaren habt ihr Kameraden nämlich gutes Feedback gegeben, Themen, die Palak noch nicht angesprochen hat oder Kurva noch nie davon gehört hat, und mitunter gehen wir darauf ein. Ein paar Kameraden haben Meldung gemacht, dass bei denen der wie heißt das Scheißding nochmal? Wärmetauscher geplatzt ist. Und wie vielleicht einige wissen, Wärmetauscher befindet sich Kurva hier drunter meistens. Zuständig für Heizung, also Kurva ist das sehr heißes Wasser. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn dieses Ding platzt, was Kurva hier dann los ist. Die Kameraden haben Bilder geschickt, dass aus der Mittelkonsole alle Anzeigen rausgeflogen sind und der Kamerad, der wohl in T-Shirt und kurze Hose hier gesessen war, hatte ein großes Pizdjetz. Krasse Verbrühungen, Hauttransplantation, komplette Pizdjetz. An dieser Stelle, Kamerad, Palak wünscht dir gute Besserung, dass alles Kurva wieder ins Ordnung wird. Palak kann sich gar nicht das Gefühl vorstellen, wenn du hier sitzt und aus der Mittelkonsole ein Kurva heißes Geysir rausspritzt. Du noch angeschnallt bist und so schnell da nicht rauskommst. Aber warum ist es passiert? Viele im Drift verbauen Alukühler, neue Schläuche, Druckdeckel, der noch mehr bar hält, hier 1,3. Kurz gesagt, im Motorraum wird alles neu gemacht, alles tippitoppi. Aber die wenigsten denken an den Wärmetauscher. Das ist nun mal das schwächste Glied im System. Wenn vorne alles neu ist, mehr Druck im System und Wärmetauscher noch alte, dann passiert bis jetzt. Vor allem im Drift, wenn du Kurva schon Hitzeprobleme hast und die Temperatur steigt, Druck steigt, bis jetzt. Deswegen, als Palak das gehört hat, an alle Kameraden, die vorne Alukühler verbauen, mehr Druckdeckel verbauen, achtet auf euren Wärmetauscher. Denn sowas, Kurva, will, glaube ich, keiner erleben. Guckt genau nach und schmeißt diese Hunja am besten raus, denn wer braucht schon Heizung im Drift? Mach einfach eine Schleife und gut ist, aber natürlich mit gutem Schlauch. Weitere Thema, Kamerad hat gebeten, über Bechbar zu berichten, weil das auch wichtig im Drift. Zu diesem Thema gibt es bereits ein Video, wie ihr selber Bechbar baut und was ihr beim Bauen Kurva genau beachten müsst. Das könnt ihr euch hier oben im Detail angucken. Wichtig ist, wenn ihr Bechbar habt und diese auf den Rahmen adaptiert ist, was Kurva Standard ist, müsst ihr immer bedenken, desto massiver, desto mehr Kräfte gehen aufs Chassis und ihr habt keine Knautschzone. Das bedeutet, der Aufprall ins Beton geht direkt auf dich als Fahrer über. Und es wird so gut wie nichts gedämpft. Vor allem, wenn du Panzer Bechbar hast. Deswegen sind die Sachen wie Helm, Hybrid und alles, was Palak im letzten Video erzählt hat, umso wichtiger. Weil Kurva, du musst dann die ganzen Schläge abdämpfen, die Kurva deine Knautschzone nicht mehr abdämpft. Dann sind auch die Gurte umso wichtiger, dass du stabil im Sitz sitzt. Es gibt 4-Punkt- und 6-Punkt-Gurte zum Verständnis. 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkt, 4 Punkt. Und das hier in der Mitte, da unten, ist 6 Punkt. Palak würde immer zu einem 6-Punkt-Gurt raten, denn bei einem 4-Punkt-Gurt fehlt diese Sicherung. Und dann, wenn du hier angeschnallt bist, kann passieren, dass du Kurva unten drunter durchrutscht. Das ist Palak noch nicht passiert, aber hat von vielen Kameraden gehört, dass es wirklich so, wenn krasser Aufprall kommt, kann es sein, dass du Kurva im Fußraum aufwachst. Und es gibt Gerüchte, dass vor allem bei einem 4-Punkt-Gurt, wenn du die Schultergurte ganz eng anziehst, das Ganze nach oben wandert, du umso leichter Kurva da unten reinrutscht. Deswegen, Kameraden, wenn, macht 6 Gurt, kostet nicht viel mehr, aber gibt viel mehr Sicherheit. Und wenn ihr dann schon 6 Punkt habt, dann verbaut das auch an 2 verschiedenen Stellen, dass ihr 2 solche Konterplatten am Unterboden habt und nicht nur eine. Es gibt bei den Gurten auch Vorgaben, was für Winkel, wie weit, wie blöd. Das blendet Palak euch jetzt mal ein. Aber da muss man sich genau informieren, weil es gibt spezielle Winkel für die Schultergurte, darf nicht zu weit sein. Der Aufnahmepunkt der Schultergurte sollte am besten direkt hier hinterm Sitz sein. Also informiert euch. Auch was die spezielle Schlaufentechnik am Käfig angeht, macht es einmal, aber richtig. Denn wie immer, am Ende geht nur um eure Sicherheit. Was, Kurva, noch? Und bei Thema -1 Ellbogen hat ein Kamerad geschrieben, Palak, Kurva, warum machst du nicht einfach hier Schaumstoff drum? Kamerad, das ist eine brutal gute Idee.
aber nicht kurva diese dicke und kurva übelst feste FIA, schon Vorrichtung, die hart ist wie aus Stein, die aber hier mit Helm kurva wichtig ist, weil mit Helm kann dir scheißegal sein, Hauptsache es ist maximal sicher. Und das hier ist FIA-Reglement im Kopfbereich. Da Palak aber hier den Platz braucht am Lenkrad, wird Palak hier Heizungsisolierung. Ich guck bei Oma, was so rumliegt. Jetzt kommen wir zu brennenden Reifen. Car died on him. I think he's done the install pipe, but the 350Z is on fire. Literally on fire. Vielleicht haben das schon einige gesehen. Viele sich gefragt, wie das zustande kommt. Die Ursache, kurva, finden wir hier unten. Es gibt viele Automobile, die haben ihre Abgasanlage nicht bis ganz hier hinten wie bei Silvia, sondern schneiden die auf der Höhe kurva der Achse einfach ab, biegen nach unten und gut ist. Diesen Trend hat Palak noch nie verstanden. Und das Problem dabei ist, wie ihr wisst, können aus Silvia ab und zu kurva mal ein paar Flammen austreten. Und wenn du das Ganze jetzt auf dieser Höhe hast, schießen die Flammen einfach unkontrolliert am Unterboden oder auf den Boden. Und wenn das im Drift passiert, entzündet sich Reifen, Luft, Gummi, Rieb, was hat der Rusak nochmal gesagt? Wie heißt das? Reifen, Pulver, Luftgemisch. Also im Grunde der Reifen in Verbindung mit kurva deinen Abgasen fangen an zu brennen. Und warum fangen an zu brennen? Es kommen im Drift Flammen aus Abgasanlage, vor allem wenn du Motor fett abgestimmt hast oder Schubabschaltung fährst. Du bist im Drift, gehst vom Gas, Flamme kommt unten raus, drückt von Fahrtwind gegen Reifen und entzündet sich. In diesem Video sieht man gut, wie kurz abgeschnitten wurde und direkt links und rechts nebendran der Reifen ist. Und wenn du im Drift bist, drückst du die Flamme direkt dahin. Palak und Rusak haben das selber in Österreich gesehen. Wenn ihr kurva Drift Masters Videos noch nicht gesehen habt, dann macht guck, ich verlinke euch hier oben. Denn da hat Peter Winzek ab erster Kurva immer mal wieder gebrannt. Weil sobald dieses Reifen-Pulver-Luftgemisch mal nicht da ist, weil du vom Gas gehst oder auf der Fly-Off rutscht und nicht so viel produziert wird, kann es sein, dass Flamme wieder ausgeht. Aber sobald du wieder aufs Gas gehst, kommt Flamme zurück. Und wenn du Glück hast, geht direkt von alleine aus. Und nur der Videomensch kann dir sagen, kurva, dass da Flamme war, weil du nichts mitbekommen hast. Aber wenn es lange genug brennt, dass andere Bauteile Feuer fangen, dann ist komplette Piste jetzt. Und Kameraden, auch im Svarstadt ist Feuerlöscher, wenn mal große Piste jetzt passiert, wichtig. Deswegen habt im Svarstadt immer ein Feuerlöscher griffbereit. Am besten so einen großen. Das krasseste, was Palak gesehen hat, ist, dass ein Funken beim Battle schon ausreicht, um alles zu entzünden. Very aggressive Adam LZ is. Oh, look at that, we got a bang. Oh, wow. Chris Forsberg, that back fender, catching fire. Holy cow. Woo! Das Ganze habt ihr vielleicht selber schon in Videos bei Burnouts gesehen. Nicht immer ist es die Reifenkarkasse, die den Funken dazu gibt, um das Ganze zu entzünden, sondern oft ist es eine Flamme aus dem Auspuff, die sich da drinnen versteckt. Palak blendet euch ein Video ein, da sieht man gut. Am Anfang geht noch alles gut, dann kommt kurva Backfire aus Auspuff und komplette Hunja fängt an zu brennen. Oder dieser Kamerad.
Und das, weil dieses Reifenpulvergemisch überall rumfliegt und nicht vom Wind weggeweht wird. Deswegen kann Palak und Rusak nur empfehlen, Abgasanlage bis nach hinten zu bauen, dass Flamme schön hinter Aftermobil rauskommt. Und nicht auf Höhe von Reifen. Auf Instagram hat ein Kamerad gefragt, was er machen soll, wenn Kurva ihm der Reifen platzt. Wie im normalen Straßenverkehr auch, gilt für im Drift genauso. Keine Panik. Langsam vom Gas gehen, Aftermobil, langsam abbremsen, nicht schlagartig, keine hektischen Bewegungen am Lenkapparat und beide Hände ans Lenkrad. Wenn es Auslaufzone gibt, dann benutzt sie direkt und versucht nicht noch Streckenlayout nachzufahren mit geplatztem Reifen. Geht meistens nicht gut. Palak, seinem Bruder, ist auf der Autobahn bei 320 der Reifen geplatzt. Und am Ende sah das dann so aus. Nur durch keine Panik und ruhig bleiben ist nichts passiert. Aftermobil ist auf Felge ausgerollt, minus Viertel Felge, aber allen geht gut und Aftermobil fährt jetzt wieder. Für Abflüge im Kiesbett ist eine Skidplate wie diese umso wichtiger, weil die schützt dir alle Motorkomponenten unten und vor allem die Ölwanne und sorgt dafür, dass das Aftermobil sich vorne nicht eingräbt, sondern schön über die Skidplate gleitet und hier keine Hunja passiert. Palak und Rusak können so eine Platte nur empfehlen, vor allem wenn bis jetzt passiert, denn wenn die Ölwanne reißt und du auf Event keine dabei hast, nicht gut. Ein Streckenbesitzer findet bestimmt auch nicht geil, wenn du Öl im Kiesbett verteilst. Diese Platte hatten wir nicht immer. Damals am Nürburgring, als Palak über den Curb abgehoben ist Silvia sehr hart auf Curb aufgesetzt und hat fast minus eine Ölwanne gemacht. Seitdem Kurva Skidplate eingebaut. Denn ihr seht selbst, was im Kiesbett als erstes Kontakt mit Kiesbett hat. Der Apparat hier. Und das Ganze hat noch einen Vorteil bei Thema Kühlung, aber das hat Palak euch schon in einem anderen Video erzählt. Palak ist ja im Österreich auch ein wenig durchs Kiesbett geflügt. Der Rusak hat natürlich direkt KW-Fahrwerk ausgebaut und will wieder Palak unterstellen, dass er was kaputt gemacht hat. Will hier rumingenieren, aber Kurva, hier ist noch alles gut. Das war's vom Update. Wenn es noch was gibt, schreibt es wie immer in die Kommentare. Willst du noch was sagen?